Jo, peace Leute, was geht? Und zwar zeige ich heute die Übungen, die im Casting dran gekommen sind vor ein paar Wochen, als ich dort war. Alle 5 Stück. Ich werde euch zeigen, was ihr schaffen müsst, damit ihr über dem Durchschnitt seid. Ja, und damit ihr gute Chancen hättet, euch natürlich zu qualifizieren für die Show dann, die im Anschluss dann kommen würde. Wir legen einfach mal direkt los, würde ich sagen, mit der Übung Nummer 1. Die erste Station müsst ihr wissen, ihr hattet einen Balken, den ihr benutzen konntet. Und es ging ums Springen. Ja? Das heißt, ihr durftet 3-mal springen, hattet aber 4 verschiedene verstellbare Höhen, die ihr nutzen konntet. Ja, das heißt einmal hier ungefähr bei 65 cm, ungefähr hier so. Dann hier oben bei paar 80 cm, dann hattet ihr nochmal bei 1 Meter, ungefähr hier so Hüfthöhe. Und dann nochmal 1,20, was schon über Hüfthöhe gewesen ist. Und da konntet ihr euch frei aussuchen, wo ihr anfangen wollt, welche Höhe ihr nehmen möchtet. Und durftet dann praktisch 3-mal springen. Ihr hattet aber nicht 3 Versuche pro Höhe gehabt, sondern ihr durftet insgesamt nur 3-mal springen. Das heißt, habt ihr die niedrigste Höhe genommen, dann hattet ihr nicht mehr die Möglichkeit, die letzte Höhe zu erreichen, weil ihr habt ja nur 3 Versuche, heißt ihr würdet 3-mal springen und die 1,20 würde dann noch fehlen, also die 4. Höhe. Deshalb musstet ihr genau einschätzen, was ihr schaffen könnt, was nicht. So, ich packe das jetzt einfach mal hier ungefähr bei den 65 hin. Und dann musstet ihr, wenn ihr drüber springt, über das Ganze, komplett drüber und auf der anderen Seite landen. Ja, als Schwierigkeit hatten wir dann noch unten drunter eine Matte, die war ungefähr so dick gewesen, die war richtig weich. Das war echt unangenehm, so zu springen. Ja, probiert das ruhig mal aus, wenn ihr einen weichen Boden habt oder wenn ihr richtig festen Boden habt. Ja, also das zieht euch nochmal ein Stück nach unten. Und deswegen, also ich zeige euch erstmal einfach an dieser Höhe, wie das aussehen sollte. Ja, das heißt, ihr macht so und springt einfach drüber, fertig ist. Hättet ihr jetzt mit einem Arsch zum Beispiel das jetzt hier runtergeklatscht, wäre der Versuch ungültig. So, und ja, die meisten, beziehungsweise der Durchschnitt, also über dem Durchschnitt wäre man gewesen, wenn man diese 1 Meter Marke hätte geschafft, ja, da drüber zu springen. Deswegen, das wird ungefähr hier so sein, wenn ich hier auf das Ding drauf springe. Deswegen zeige ich das auch nochmal. Das ist halt so ungefähr Hüfthöhe. Ja? Das könnt ihr ausmessen. Ich zeige euch das mal. Und ihr müsst halt komplett über diesen Balken drüber. Ne? Und dann konntet ihr wieder die nächste Höhe nehmen, sozusagen. Das war Station Nummer 1, Leute. Gehen wir ab zur zweiten. Jetzt, seht ihr hinter mir, war als zweite Station, zweite Übung, das Hangeln gewesen mit unterschiedlichen Gegenständen. Ja? Wir hatten auch generell nur 90 Sekunden Zeit, so viele oder so weit zu hangeln, wie es geht, also so oft hin und zurück und alle Gegenstände einzeln aber auch. Ja, man musste immer einzeln einen weitergehen, man durfte nicht einen überspringen, sonst war man sofort raus. Und der Anfang war ein Ring, da mussten wir immer mit beiden Händen rein. Der war am Ende und der war am Anfang gewesen von den neuen Hangelobjekten sozusagen. Und dieser Ring war immer versetzt circa 20 Zentimeter tiefer als das nächste Objekt. Und die waren dann alle auf gleicher Höhe und dann am Ende ging es auch wieder nochmal 20 Zentimeter tiefer. Und dann musste man immer sich hochziehen und wieder zum nächsten weiter. Und die ersten 2 waren so große Golfkugeln. Ja, da hätte man am besten so hier mit den Fingern reingreifen sollen. Ich habe aber so gefasst, war ein bisschen schwieriger. Davon kamen 2. Danach kamen 2 Bananen, die waren sehr entspannt. Das war so schön krumm, war ein bisschen so gummimäßig, konnte man gut greifen. Danach kam ein Donut, ja, der war richtig groß, da konnte man auch richtig schön reingreifen in das Ding. Und dann kam noch ein Waschlappen oder ein Handtuch, das hing wirklich nur in diesen Karabinerhaken, also hätte man das Handtuch zu weit an einer Seite gepackt, wäre es durchgerutscht und man wäre durchgefallen, also runtergefallen. Und danach kam ein Bungee-Seil, dass wenn man das gepackt hat, das waren 4 solche, wie meine Finger, so ganz dünne Streifen oder 5, wenn man die gepackt hat, dann hat sich das übelst runtergezogen. Ja? Das heißt, du musstest da echt schnell umgreifen, weil danach kam wieder dieser Ring und dann war man da eigentlich durch gewesen. Also zack, zack, zum Ring, wieder mit beiden rein und dann wieder weiter. So, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ihr können müsst, damit ihr dann sozusagen über dem Durchschnitt seid, indem ich hier hin und her hangel. Ja, also würden ihr von hier unten bis da oben und zurück schafft. Ja, und nochmal hoch. Bei diesem Parcours-Ding werdet ihr schon über dem Durchschnitt auf jeden Fall. Ja, deswegen zeige ich euch das mal hier.
Also wenn ihr das schafft, seid ihr weit über den Durchschnitt. Ja, also das Maximum, was erreicht wurde in den 90 Sekunden, war bei 9 Hangelobjekten. Kann sein, dass ich vielleicht 2 vergessen habe in der Aufzählung. Auf jeden Fall 2-mal hin, 2-mal zurück. So, ich habe es 3,5 Mal geschafft, weil ich bei einem abgerutscht bin. Aber wenn ich das trainiere, wird das besser. Auf jeden Fall, ja, dann seid ihr weit über den Durchschnitt. Ne? Zweite Station, jetzt kommen wir zur dritten. Dann die dritte Station heißt, wir mussten auf einem Balken, der war wirklich so dick wie mein Fuß, so breit. Ja, also wirklich, man konnte da ganz entspannt laufen. Der war vielleicht 5 Meter lang und ihr musstet dann praktisch immer von einem Ende zum nächsten Ende laufen. Hatte dabei aber eine Markierung gehabt, wo ihr dann immer mit beiden Füßen drüber gehen musstet. Ja, also wenn das hier praktisch die Markierung wäre, dieser Strich, dann musstet ihr mit beiden Füßen immer hier drüber und dann durftet ihr wenden. Und wieder hier und wieder wenden. Ja, wenn ihr einmal auf dieser Markierung aber gewesen seid und vorher gewendet habt oder irgendwas oder ihr runtergefallen seid, war es sofort beendet, die Übung. Das heißt, man musste da immer selber drauf aufpassen. Und dann hattet ihr als zusätzliche Schwierigkeit noch einen Medizinball, der war 5 Kilo schwer in der Hand. Den musstet ihr die ganze Zeit balancieren, den durftet ihr auch nicht wechseln von einer Hand in die andere oder sowas. Und der durfte weder euer Unterarm noch Körper oder sonst was berühren. Das heißt, der musste komplett frei auf eurer Hand liegen und durfte kein anderes Körperteil berühren von euch. Und damit musstet ihr dann in 90 Sekunden so schnell wie möglich hin und her balancieren. Ich zeige euch das mal eben. Das heißt, es ging hier los und dann wart ihr so. Ja, und so ging das ab. Ich muss dazu sagen, dass hier der Balken noch ein bisschen dünner ist. Also der war echt anständig breit, dass man wirklich schnell hin und her gehen konnte, ohne Probleme. Also das war eigentlich relativ entspannt. Und wenn ihr das ungefähr in diesem Tempo hinbekommen habt, die 90 Sekunden lang, dann wart ihr auch richtig gut dabei. Also das Tempo konnte man schon ganz gut hochhalten. Dafür, ich kann euch leider nicht genau sagen, wie oft ich hin und her gegangen bin, weil ja, das merkt man sich dann doch tatsächlich nicht. Aber in dem Tempo, Jungs, dann wisst ihr Bescheid. Und würde sagen, wir gehen ab zur nächsten Übung. So, die 4. Station war gewesen die Himmelsleiter. Das heißt, ihr habt so einen Stock wie der hier, der Metallstab, in die Hand bekommen. Und dann musstet ihr immer einen zweiter hochhaken. Ne? Ungefähr so 10 cm waren die Abstände von dem nächsten Haken, wo ihr immer mit dem Stock rein musstet. Zack, 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 hoch und wieder runter. Dafür hatten wir 90 Sekunden Zeit gehabt. Das ist das, was ich verkackt habe, weil ich falsch eingehakt bin und dann runtergefallen. Direkt beim ersten. War blöd, aber das war auch das Einzige, was ich wirklich komplett zwecks Technik verkackt habe. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ihr es nämlich 10-mal geschafft hättet, dann wärt ihr auch weit über den Durchschnitt gewesen. Deswegen teile ich euch das mal hier an der normalen Stange, wo ich mich einfach nur hochdrücke. 10-mal circa. Heißt, ihr haltet euch so. So, habt ihr das Ganze auch 10-mal geschafft, seid ihr weit über dem Durchschnitt und wärt dann auch wirklich gut dabei gewesen beim Casting. So, und jetzt kommen wir zur 5. und letzten Station. Die geht wirklich auf die Ausdauer und Kraft und zeige euch da mal, was gemacht wurde. Letzte Station, wir hatten 3 Minuten. In diesen 3 Minuten mussten wir so häufig wie möglich entweder Liegestütze machen oder solche Sprünge mit beiden Füßen hinter so eine rote Markierung, also auf dem Kasten, der war so hoch wie das hier, also wie hier. Und dann mussten wir immer so hier wieder runtergehen, wieder hoch. Zack. Das mussten wir 3 Minuten lang machen, so oft wie möglich. Zeige ich euch aber mal eine andere Perspektive. Und ihr müsst wissen, Liegestütze gab immer 2 Punkte und die Sprünge gaben 1 Punkt. Ja, das wurde dann am Endeffekt miteinander verrechnet sozusagen. Deshalb, wer 3 Minuten Liegestütze richtig durchziehen konnte, dann Liegestütze, Leute. Aber das ist halt einfach nicht so möglich, denke ich, da Top-Punktzahl zu erreichen, indem man nur Liegestütze durchzieht. Ich glaube, das schafft man nicht in 3 Minuten richtig. Da ist man dann richtig, das geht nicht, meine Meinung. Deswegen habe ich mir das probiert, gut einzuteilen, um richtig Speed zu geben. Und ja, insgesamt, wie gesagt, 3 Minuten Zeit. Und dann ging es halt los, ne? Volle Pulle.
Und dann zeige ich euch das jetzt mal auf dem Tempo, wie ich das bei Ninja Warriors durchgezogen habe. Ja, und ungefähr so auf diesem Level, auf dieser Schnelligkeitsbasis war das gewesen. Ihr müsst euch aber vorstellen, dass der Kasten so hoch war wie das, nicht so hier. Und ihr musstet natürlich auch entscheiden dann in diesen 3 Minuten, ob ihr, also wie lange ihr hier am Kasten macht oder wie lange ihr dann Liegestütze macht. Ja, aber das konntet ihr frei wählen. Ja? Und dann zeige ich euch jetzt anhand der Liegestütze, wie schnell ich das gemacht habe. Und zwar müsst ihr euch auch vorstellen, ihr hattet ungefähr 5 oder 10 cm unter euch auf dem Boden so einen Zähler. Ja? Wenn ihr den berührt habt, dann hat er gezählt. Und dann hattet ihr noch eine Linienrichterin, die hat geguckt, dass eure Arme immer durchgestreckt waren. Ja? Dass ihr das sauber gemacht habt. Und ja, ich habe halt direkt mit 40 angefangen, direkt Gas gegeben und bin dann zum Kasten übergegangen. Habe da weitergemacht, um zu relaxen, meine Arme wieder frei zu kriegen und dann wieder Liegestütze. Ja? Und dann sage ich euch insgesamt, wie viel ich gemacht habe am Ende hier nach. Und zwar, man musste es auch im Stehen machen. Ich habe gefragt, ob ich mich schon hinknien kann, aber nee, keine Chance. Und dann ging es halt los, ja. Und dann halt direkt weiter zum nächsten, ne? Zum Kasten. Da war man natürlich die ganze Zeit am Atmen und am Atmen, ne? Und ihr musstet halt genau im Kopf wissen, okay, kann ich jetzt wieder, bin ich wieder ready dafür? Und im Endeffekt habe ich dann 157 Liegestütze gemacht und habe bestimmt so circa an die 200 Sprünge gemacht, ja? Das war eigentlich schon richtig, richtig gut gewesen, meiner Meinung nach. Fanden halt die Schiedsrichterin halt auch, das war schon ziemlich gut. Und ich war dann aber auch fertig, also ich konnte da nicht mehr, also wirklich, ey, das war das Anstrengendste gewesen und habe dann halt echt gehofft, ich reiß da wieder alles raus, was ich bei der Himmelsleiter verkackt habe, ne? Richtig Gas gegeben und das ist dann halt wieder gut, dass man da Fußballer ist, ne? Wegen den Beinen und sowas hat man bei den anderen gemerkt, oh, haben sie nicht oft geschafft, ich habe das halt da besser hingekommen. Das heißt also, ihr hattet immer eine Zeitbegrenzung gehabt, außer am Anfang bei den Sprüngen. Ja, das heißt 90 Sekunden in der Regel für jede Station. Abgesehen von der letzten, wo es dann 3 Minuten waren, Jungs. Ja, das ist alles, Leute, was ihr wissen müsst. Ja, es waren 5 Stationen, so war das Casting gewesen. Und es ging aber auch alles hintereinander weg. Ihr habt jetzt nicht von Station zu Station jetzt Pause gemacht, 10 Minuten oder so. Nein, ihr habt eine Station gemacht. Wenn die fertig war, ging es eigentlich zur nächsten. War aber sehr entspannt. Das heißt, das war eigentlich so die Pause, die man hatte in dem Moment. Und ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ich sage mir, Peace, guck mal, bin ich reingehauen und bis dann.